Hey, good morning, everybody. Oh, come on now. Good morning, everybody. Guten Morgen zusammen. Look, I know there's a lot of people tired. Ich weiß, viele sind müde. I'm tired. Ich bin müde. A couple of days ago, my son came into the living room where I was. Vor einigen Tagen kam mein Sohn ins Wohnzimmer, wo ich war. And he comes and he looks right in my face. Und kam direkt vor mein Gesicht. And you know, when you're real tired, you get those red lines on your eyes. Und wisst ihr, wenn ihr so müde seid und schon die roten Linien in den Augen habt? He goes, Dad. Und er sagte, Papa, your eyes are broken. Deine Augen sind kaputt. Well, yeah, I guess that's one way to look at it. Ja, so kann man es auch sehen, ja. Okay, maybe you're here and your eyes are broken. You're tired. Vielleicht bist du hier und deine Augen sind kaputt. Du bist müde. Look, let's focus on God. Let's get as much as we can out of His Word and let's ask Him to change us today. Yeah? Lass uns trotzdem diesen Sohn Gottes begegnen, das Maximum aus seinem Wort herausholen und segnen lassen. No, that's in your eyes. Hold on. There we go. Ja, das spiegelt wieder. Okay. Ja, genau. All right. I'm very excited to be able to speak to you this morning, to share with you. Ich freue mich, heute Vormittag zu euch reden zu dürfen. The theme that I have this morning is something that's very strong on my heart. Das Thema, was ich heute mit euch teilen möchte, liegt schwer auf meinem Herzen. Okay, we're in the middle of a series about the vision points of our church. Wir sind in der Mitte einer Predigtreihe über die Visionspunkte dieser Gemeinde. And we believe that the vision that God wants us to live out in our normal lives is the same vision that He's given for us as a church body. Und wir glauben, dass dieselbe Vision, die Gott für unsere einzelnen Leben hat, auch die gleiche ist, die er für uns als Gemeinde hat. Right? We've already talked about being a church in which thousands of people worship God. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir daran glauben, dass wir möchten, eine Kirche zu sein, in der Tausende Gott loben und preisen. Right? So we should be worshipers in our life. Also sollten wir Gott loben und preisen mit unserem Leben. We talked about being a church that helps people come in and be friends of God. Und wir möchten eine Kirche sein, die Leute einlädt, Freunde Gottes zu werden. That should be us too in our personal lives. Aber das sollten wir auch sein in unserem persönlichen Leben. And today I want to talk about another of our vision points. Und heute möchte ich über noch einen anderen Visionspunkt reden. That is, we want to be a church that serves our society. Wir wollen eine Kirche sein, die der Gesellschaft dient. And that everything that I have, I give for everything that He has. Und dass ich alles, was ich bin, für alles gebe, was er ist. Mein Sein für sein Sein. Okay, one of the big thoughts today is this. Einer der wichtigen Gedanken heute ist, I serve because I love people. Ich diene, weil ich Menschen liebe. Right, not because somebody's forcing me or pushing me. Nicht, weil mich irgendjemand zwingt oder schiebt. Because in my life I love people. That's why I want to serve. Sondern weil ich aus meinem Leben heraus Menschen liebe. All right. Each year around this time of year, I get a phone call from my dad. Jedes Jahr ungefähr um diese Zeit kriege ich einen Anruf von meinem Vater. Now, he calls me more than one time a year. Also er ruft mich mehr als einmal im Jahr an. Right. But especially at this time, he gives me a call. Aber besonders zu dieser Zeit im Jahr ruft er mich auf jeden Fall an. Because we have 3 birthdays in my family that are all within a week and a half of each other. Und weil wir haben 3 Geburtstage in der Familie, die mit 1,5 Wochen Abstand hintereinander kommen. And so his question is always, what do you want us to get the family for their birthday? Und seine Frage ist natürlich immer, was möchtet ihr denn zu den Geburtstagen haben für die Familie? In the past 3 years it's been, hey, do you want us to buy you Legoland passes for the year for the family? Und die letzten 3 Jahre waren es Jahreskarten für das Legoland. Hey, if you want to buy me tickets and I don't have to spend the money, absolutely. Also wenn mir jemand Tickets kaufen möchte und ich muss kein Geld dafür ausgeben, gerne, danke. Right? So we love going into Legoland. Wir lieben Legoland. Now, a lot of times we'll pick up our daughter from school and drive there and spend maybe 2.5 hours and then come home afterwards. Manchmal holen wir unsere Tochter direkt nach der Schule ab, fahren für nur 2 Stunden hin und dann kommen wir wieder nach Hause. Why? Warum? We got free tickets. Weil wir freie Tickets haben. It didn't cost me anything. Hat mich nichts gekostet. Right? When we go there, there's one place that my kids love to visit each time. Wenn wir da hingehen, gibt es einen Ort, den meine Kinder besonders lieben, wo wir jedes Mal hin müssen. There is one area you go into and there is a maze of mirrors. Da gibt es ein Spiegellabyrinth. Okay? I'm usually the last one to make it out. Ich bin meistens der Letzte, der rauskommt. All right, the kids are standing outside yelling, "Dad, why are you taking so long?"
Die Kinder stehen schon draußen und schreien, Papa, warum dauert es wieder so lang? You know, maybe you've been in one of these little mazes with the mirrors. Vielleicht wart ihr mal schon mal drin in so einem Spiegellabyrinth. You go in and some of the mirrors make you look tall or shorter or bigger or thinner. Manche lassen dich größer oder kleiner oder breiter oder schmaler aussehen. I like the mirrors that make me look smaller. Ich mag die Spiegel, die mich schmaler aussehen lassen. How can I get one of those at the house? Ja, wir müssen für draußen einkaufen. So you go through and you know the point is that you don't make it out very easy. Man geht durch und der Sinn und Zweck der ganzen Übung ist, dass man nicht so leicht durchkommt. And so everywhere you go, there's another mirror looking at Und you. egal, wo man hinläuft, ja, da läuft man in den Spiegel. Okay? They love it. Sie lieben's. They go every single time we're there. Meine Kinder gehen jedes einzelne Mal. So after my dad called me this past week, Und nachdem mein Vater mich diese Woche angerufen hatte, and I started thinking about Legoland, habe ich wieder über Legoland and I nachgedacht started thinking about this room, und habe über diesen Raum nachgedacht I started just thinking about mirrors. und fing an, über Spiegel And I thought, nachzudenken. you know, mirrors are really about perspective, Und dachte mir, naja, Spiegel sind eine Sache der Perspektive. right? I mean, you can get up in the morning and get dressed and you think you look okay until you pass in front of a mirror. Also du kannst morgens aufstehen, dich anziehen und denken, Right. du siehst gut aus, bis du an einem Spiegel You vorbeikommst. go, okay, I need the change. Ja, und dann denkst du, okay, ich glaube, ich muss doch was anderes anziehen. Maybe you're like me. Oder du bist wie ich. And you have promised your wife, this is the year that I lose that weight. Und du hast deiner Frau versprochen, das ist das Jahr, in dem ich Gewicht reduzieren werde. So you go in front of a mirror and maybe you suck in your stomach a little bit. Und dann stehst du so vorm Spiegel und denkst dir, wo packe ich den jetzt weg? Right? Right? You want to look a little bit better? Ja, wir wollen alle ein bisschen besser aussehen. I've seen plenty of younger guys that every time they get in front of a mirror, you know, they got to flex and look. Ich And habe viele how junge are Männer things gesehen, going? die jedes Mal, wenn sie am Spiegel vorbeikommen, hier erstmal Right? anspannen. There's a lot of fitness studios I've gone into, and it looks like people are flexing in front of mirrors more than they work out. Es gibt Fitnessstudios, in die ich gegangen bin. Das sieht so aus, als ob die Leute mehr vor dem Spiegel stehen und Muskeln anspannen, als sie trainieren. And I've seen documentaries before, one specifically where it was about all of these different people that had thrown away all the mirrors in their life because they didn't like what they saw when they looked in a mirror. Ich habe mal einen Dokumentarfilm gesehen über Menschen, die alle Spiegel aus ihrem Leben entfernt haben, weil ihnen nicht gefiel, was sie darin sahen. And then there's this one specific mirror. Und dann gibt es diesen einen bestimmten Spiegel. Now I'm sure most of the women in here have, Und ich glaube, die meisten Frauen hier drin haben einen, right? A cosmetic mirror. so einen kosmetischen Spiegel. And it makes everything like 15 times Es macht bigger than alles what it's supposed to 15 Mal be. größer, wenn man reinschaut. And I talked to some of the girls at the discipleship school the Und other ich day. habe mit ein paar Mädchen vor ein paar Tagen hier in der Jüngerschaftsschule And I gesprochen. said, what really is the purpose of one of these? Was ist Sinn und Zweck dieser Einrichtung? And I said, well, you know, you can look in it, you can see all the flaws in your face, Ja, wenn du reinguckst, siehst du auch die kleinsten Unzulänglichkeiten in deinem exactly where you Gesicht. need to put the makeup Du on, siehst genau, wo du ein bisschen noch auftupfen exactly musst. where that hair is that you want to pull out. Auch dieses kleinste Härchen, was du noch loswerden And I musst. thought, thank the Lord I am a guy. Und ich dachte mir, preis dem Herrn, ich bin ein Kerl. Now, to be honest with you, there you go. To be honest with you, I have people in my life that are kind of like those cosmetic mirrors. Aber ich habe Menschen in meinem Leben, die so sind wie diese kosmetische Spiegel. Sometimes in a good way and sometimes in a bad way. Manchmal in einer guten Art und Weise, manchmal in einer schlechten Art und Have you Weise. ever had somebody in your life where every single time you get around them, they found something else wrong with you? Kennt ihr solche Menschen, die jedes Mal, wenn du an ihnen vorbeikommst, finden sie noch was Neues, was an dir falsch ist? Right? And they're not trying to help. Und nicht, weil sie dir helfen wollen, They just want to tell you how bad you are. sie wollen dir nur zeigen, wie schlecht du bist. Right? Or people that will never let you get past a certain point in your life. Oder Menschen, die dich nicht weiter aufsteigen lassen in deiner Entwicklung als bis zu einem bestimmten Punkt. Right? Maybe you did something really dumb 20 years ago when Vielleicht you hast were young. du vor 20 Jahren irgendwas Dummes gesagt, als du jung warst. And they still won't let you live it down. Und sie reiben es dir immer noch unter die Nase. No matter what you do, they still point it and they go, yeah, but you remember when you did this? Egal, was du tust, sie zeigen immer wieder drauf und sagen, erinnerst du dich, als du damals und so? Unfortunately, I've seen a lot of people like that in different churches that I've visited. Und unglücklicherweise habe ich auch in verschiedenen Kirchen solche Menschen angetroffen. It's almost like some people want to criticize more than they want to try to love people. Manchen ist das Kritisieren lieber als das Lieben von Menschen. And you come into church and you go, oh, I thought it might be different with you. Dann kommst du in eine Kirche und denkst dir, ich dachte, das ist hier mit euch Leuten, das ist anders.
Right? And a lot of people want to point out other people's faults instead of work on being healthy themselves. Also manchen ist es viel lieber und einfacher, die Fehler anderer herauszustellen, als an den eigenen zu arbeiten. Now, some people are kind of like this mirror, but in a really good way. Aber manche Menschen sind auch wie dieser Spiegel, nur in einer guten Art und Weise. Right? You know that when they're looking at your life, they have your best in mind. Du weißt, wenn sie einen genauen Blick auf dein Leben werfen, dann haben sie dein Bestes im Sinn. My wife is one of these for me. Meine Frau ist so jemand für mich. I know she loves me, Ich weiß, sie liebt mich. but she can still show me some things in my life that I go, would you just Aber stop? sie kann mir Dinge in meinem Leben an mir selbst zeigen, wo ich echt denke, okay, reicht I jetzt. was going to have a meeting this past week. Letzte Woche sollte ich ein Gespräch haben, ein Treffen haben mit Leuten. And before the meeting, my wife comes to me. Und bevor das stattfand, kam meine Frau zu mir rein. And she goes, I know exactly what this meeting is about. Sie sagte, ich weiß genau, worum es in diesem Gespräch gehen wird. I've already heard from the people myself. Ich habe es selber schon von den Betroffenen gehört. They're going to come in and sit down, Sie werden reinkommen und sich hinsetzen. and you are not going to want to listen Und du wirst nicht zuhören wollen, because you think you've already got the answer. weil du denkst, dass du die Antworten schon hast. I want you to be quiet Ich will, dass du den Mund hältst, and that you listen to them. dass du zuhörst. And don't judge them too hardly because some of the things they're going to tell you, you do too. Und du solltest sie nicht zu sehr verurteilen, denn manche von den Dingen, von denen sie erzählen werden, die tust du auch. That's a good thing. Das ist ein gutes It Ding. made me really take a look at my life. Ich musste mir mein eigenes Leben anschauen. Maybe some of you have been told before, hey, before you do this, before you make this decision, you better take a good look in the mirror. Manchen von euch wurde vielleicht schon gesagt, hey, bevor du diese Entscheidung triffst oder das tust, wirf einen genauen Blick in den Spiegel. What are people trying to tell you? Was versuchen Menschen damit zu sagen? Hey, take a deep look at your life right now. Schau dir dein Leben genau an. It's about perspective. Es geht um Perspektive. Right? Sometimes that perspective comes through a very specific moment in life. Manchmal kommt diese Perspektive oder dieses in sich gehen durch einen bestimmten Auslöser, eine bestimmte Situation im Leben. As a pastor, I've been to more funerals than I can count. Als Pastor bin ich an mehr Beerdigungen gewesen, als ich zählen And kann. there's been people that have told me there, when this person died, it really made me take a look at my life. Und oft höre ich, als diese Person gestorben ist, habe ich einen genaueren Blick auf mein Leben geworfen. I knew there was something, I don't know, that just wasn't right. I needed to fix in my life. Ich habe gespürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass ich was ändern muss. I've also had kind of these mirror moments often when I read the Word of God. Aber ich habe solche Spiegelmomente auch, wenn ich das Wort Gottes lese, die Bibel. And I think it's healthy. Und ich glaube, das ist gesund so. And I think it's good that this happens. Und ich denke, dass es gut ist, dass es passiert. Right? That we allow the Word of God to read us. Dass wir dem Wort Gottes erlauben, uns zu lesen. Right? We open it up. Have you ever been there? You open up the Bible and you start to read. Du öffnest die Bibel und fängst an zu lesen. And all of a sudden you come to a verse and it goes, ooh, wow, that Und dann kommst du hurts. zu einem Vers und denkst dir, ups, das tut jetzt weh. What just happened? Was ist passiert? There's a mirror that's been held up in Ja, front da of you. ist ein Spiegel, der dir vorgehalten wird. And you look at it and you go, the way I'm living is not reflecting what I'm reading. Und du siehst, so wie ich lebe, spiegelt nicht wider, was ich lese. Today, I want to look at what I would think is kind of a fairly familiar story out of the Bible. Heute möchte ich mit euch über eine Geschichte reden, eine Bibelgeschichte reden, die ziemlich bekannt sein dürfte. All right? It's not just known by people in the church. Nicht nur Kirchgänger kennen diese Geschichte, A lot of people outside of the church have heard auch of viele, this. die nichts mit der Kirche zu tun haben, kennen die Today, I Geschichte. want us to look at the story of the Good Samaritan. Ich möchte vom barmherzigen Samariter reden. And we're going to look at why we serve. Und daraus ableiten, warum wir dienen. Okay, we're going to be in Luke chapter 10, Und wir werden im Lukas-Evangelium ab dem 10. Kapitel right? Verses 25 through 37. die Verse 25 bis 37 And we're going to start in lesen. 25. Und Ready? wir fangen mit der 25 an. There was a lawyer who stood up and put Jesus to the test, saying, Teacher, what do I have to do to get eternal life? Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen und sagte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus said, well, you tell me what's written in the law. Jesus entgegnete,
was steht im Gesetz? Was liest du dort? And the man said, well, you should love the Lord your God with everything that you are and love your neighbor as yourself. Und der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit all deinem Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. And Jesus said to him, you've answered correctly. Do this and you will live. Und Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, tu das und du wirst leben. Verse 29, but the man, wanting to justify himself, said to Jesus, all right, you tell me, who's my neighbor? Der Gesetzeslehrer wollte sich aber verteidigen und deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch, mein Nächster? And now Jesus tells this story. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Jesus says, a man that was going from Jerusalem to Jericho, and there were some robbers who came and stripped him and beat him and left him half dead. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus. And now by chance there was a priest that was going down that same road, and when the priest saw the man, he passed by on the other side. Okay. I skipped something. Und sie schlugen ihn zusammen und ließen ihn dort halbtot liegen und machten sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. So likewise, a Levite, when he came to that place and saw the man, he also passed on the other side. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. But then there was a Samaritan. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Now let's make a quick stop here. Lasst uns hier kurz anhalten. Jesus is about to get very kind of provocative with what he's about to say. Jesus wird jetzt sehr provokativ werden mit dem, was er sagt. Okay, there is this hatred that has been going on for hundreds and hundreds of years between the Jews and the Samaritans at this point. Es gibt diesen Hass, diese Hassgeschichte, die zwischen den Juden und den Samaritern seit Jahrhunderten schon existiert. Even at one point, if you look in some historical records, the Samaritans came in and threw bones into the temple. An einem Punkt der Geschichte zum Beispiel kamen die Samariter nach Jerusalem und haben Knochen in den Tempel geworfen, um ihn zu entweihen. Okay? And there's things like this that have happened back and forth and back and Und forth. das sind Sachen, die vor und zurück gegangen sind. Beide Seiten haben den anderen Übles getan. And these two groups of people hate each other. Und diese zwei Menschengruppen hassten einander. So Jesus says, there's a Samaritan, and he was on a journey, and he came to where this man was. And when he saw the man, he had compassion on him. Also sagte Jesus, schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Verse 34, the Samaritan went to him and bound up his wounds and poured oil and wine and set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. Vers 34, der Samariter ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. And the next day he gave money to the innkeeper and said, take care of this man, and whatever more you spend, I'll pay it all back when I Am come nächsten back. Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf meiner Rückreise vorbeikomme. Then Jesus asked the people listening, you tell me, who do you think proved to be a neighbor among the man who fell among the robbers? Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt, als Nächsten? And the lawyer answered, yeah, the one who showed him mercy. And Jesus said, correct, go and do likewise. Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann gehe und mach es ebenso. Now, in this story, we read that there are two kind of, holy church-going people that passed this man up. Also, wir lesen in dieser Geschichte, dass wir 2 Menschen haben, ich würde sagen so Heilige mit Kirchenbezug, Menschen haben, die einfach an diesem Verletzten vorbeigehen. And as Jesus is teaching this, he's trying to put away this thought of outward purity equals inward holiness. Und während Jesus lehrte, versuchte er mit der Auswahl der Geschichte aufzuräumen mit der Denke, dass äußere Reinheit mit innerer Heiligkeit zu tun hat. That was a thought that was very easy for Jews at that point. It's really easy for us to get into today. Also das ist eine Geisteshaltung, in die die Juden damals leicht verfallen sind und
in die wir auch reinkommen können. Right? So the thought was, I'm living holy when I appear pure on the outside. Der Gedanke daran war, ich bin heilig, wenn ich von außen so aussehe. So I'm not going to stop and help this man. Also werde ich nicht anhalten und diesem Mensch helfen, Because he's laying on the side of the road. weil er hier im Graben liegt. And he's dirty. Und er ist schmutzig. And he's bloody. Und ist blutig. And everything's going wrong with this guy's life. Und alles mit seinem Leben läuft schief. So I'm going to go as far around him as I can. Und ich werde einen großen Bogen um ihn machen. And Jesus is through this story going, no. Holiness is when this inward purity that you have leads you to the outward expression of love. Aber Jesus sagt, okay, es ist nicht wie im zeremoniellen Gesetz, sondern es ist diese innere Heiligkeit, die dich dazu bringt, Leute zu lieben. And Jesus is holding up a mirror here and making this man take a good look at his life. Und Jesus nimmt hier praktisch einen Spiegel und zwingt diese Menschen, sich anzusehen. And he brings the least imaginable in this story to the point of being the good guy. Und er nimmt den am wenigsten denkbaren Mitspieler und macht aus ihm den Guten in der Geschichte. Right? So the bad Samaritan is now labeled good and merciful. Weil der grundsätzlich schlechte Samariter wird jetzt gut und gnädig genannt. And when we look at the Barmherzig. Samaritan, I think there's a few things that we see that he shows us with how he acted. Und wenn wir uns den Samariter in der Geschichte ansehen, dann können wir von ihm lernen. Er zeigt uns einzelne Schritte. The first thing that he offered was he took the first step towards this man. Also das Erste, was er getan hat, er hat den ersten Schritt auf den Verletzten zugetan. Right? He would have been taught his whole life, these are the people you're supposed to hate. Sein ganzes Leben lang wurde er gelehrt, die Juden zu hassen als Samariter. He would have been told all the stories of why they should hate each other. Und er kannte bestimmt all die Geschichten, was angetan wurde und warum wer wen hassen soll. And he comes one day and he sees this man or beaten up and laying on the road. Und dann sieht er diesen Mensch im Straßengraben liegen, total vermöbelt. And without saying anything, Und ohne etwas zu sagen, he gets off and goes to the man and helps. steigt er von seinem Tier ab und geht zu dem Menschen, um ihm zu He helfen. took the first step. Er hat den ersten Schritt gemacht. He offers this man mercy. Er bietet Gnade an, Right? Gnädigkeit. He doesn't walk up to the man and go, good, I'm glad you got beat up. I'll kick you too. Er läuft nicht hin und sagt, oh, gut, dass du elender Mistkerl was abgekriegt hast, hier ist noch mal ein bisschen hinterher. He offers discomfort from his own life. Er lässt sich was kosten, nämlich Unannehmlichkeiten für sein eigenes Leben. We read that he bandaged the man. Er hat den Mann verbunden, lesen wir. He put him on his animal. Er hat ihn auf sein Tier gelegt. He brought him to the place where he could be taken care of. Er hat ihn zu einer Herberge gebracht, wo man sich um ihn kümmern kann. There's a little bit of discomfort that came into the Samaritan's life when he decided to stop. Also das sind schon ein paar Unannehmlichkeiten, die er auf sich genommen hat, als er entschieden hat zu helfen. He offers generosity. Und er gibt Großzügigkeit And he offered finances. und Finanzen, Geld. Right? I'm going to give what I have to make sure you are taken care of. Ich werde es mich was kosten lassen, um sicherzustellen, dass man sich um dich kümmert. In fact, as I read through this, I see so many things that this Samaritan offered this man who was hurt. Und wenn ich durch die Geschichte gehe, sehe ich so viele Dinge, die dieser Samariter investiert hat in diesen But there's Verletzten. one thing he didn't give him. Aber das Einzige, was er ihm nicht gegeben hat, He didn't give him his judgment. er hat ihm keine Verurteilung gegeben. Er hat nicht über ihn geurteilt und gewertet. He didn't stop and go, it's exactly what you deserve. Er hat nicht angehalten und gesagt, das ist genau, was du verdienst. Yeah, if you live like that, then hey, that's your Er consequence. hat nicht gesagt, na, wenn du so lebst, das sind die Konsequenzen. No, he saw the need. Er hat das Bedürfnis gesehen, die Not gesehen. He helped Er half with what he had. mit dem, was er hatte. I started thinking on Friday about this story. Am Freitag habe ich über diese Geschichte nachgedacht. And not just about the story, but how, when I was younger, how would this story may have been presented to me if Jesus was talking to me at that point in my life? Ich habe mir überlegt, wie hätte sich die Geschichte angehört, wenn Jesus sie mir so erzählt hätte, dass ich damals in meiner Jugend das für mein Umfeld gehört Right? hätte. We're reading this almost 2,000 years removed from what actually happened. Wir lesen die Geschichte und sind 2000 Jahre entfernt von den Ereignissen. So I'm sure Jesus probably would have told the story a little bit different way.
Also hätte us? Jesus uns die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen anders erzählt. And then I started thinking, well, how might this story be told to us in Ulm in the year 2020? Und dann habe ich mir überlegt, wie würden wir die Geschichte erzählt bekommen heute im Jahr 2020 in Ulm? I think it could possibly sound like this. Ich denke, es könnte ungefähr so sich anhören. Jesus was gathered with some church members from a lot of different denominations at a cafe on Münsterplatz on Saturday morning. Jesus war mit Kirchgängern verschiedener Kirchen und Denominationen zusammen in einem Café am Münsterplatz am Samstagmorgen. And some people were getting really uncomfortable with the things that he was saying. Und manche fühlten sich ziemlich unwohl mit Dingen, die Jesus so erzählte. And one of the men who was an engineer asked Jesus a question. Und einer der Männer, es war ein Ingenieur, fragte Jesus eine bestimmte Frage. And he said, Jesus, what do I really have to do to have eternal life? Jesus, was muss ich denn wirklich tun, um ewiges Leben zu Because haben? it's sounding like you're saying, I'm supposed to love God like you love him. Weil es hört sich für mich so an, als würdest du behaupten, ich müsse Gott so lieben, wie du es tust. And that I'm supposed to just love him in this radical way with every part of my life. Und es hört sich so an, als müsste ich das in dieser radikalen Art und Weise tun, die jeden Teil meines Lebens And not beeinflusst. just that I'm supposed to care for others the exact same way that I care about myself. Und nicht nur das, du sagst, ich müsse mich um Leute kümmern, genauso wie ich mich um mich selbst Am I kümmere. understanding you correctly? Verstehe ich dich richtig? And Jesus answered, yep, you got it. Und Jesus sagte, ja, du hast erfasst. And then the engineer asked, oh, come on, you don't mean I should really care for everybody in this society, right? Und der Ingenieur würde fragen, hey, du meinst doch nicht wirklich im Ernst, dass ich mich um jeden in derselben Art und Weise kümmern soll. Right, I pay my taxes so our social system works. Ich zahle meine Steuern, damit das soziale System I funktioniert. pay tithes and offerings to the church so that the church can function. Ich gebe Spenden und den Zehnten und Dinge in die Kirche, damit die Kirche funktionieren kann. I even give money to countries far away from Germany so that missionaries can do good work there. Ich schicke sogar Geld in weit entfernte Länder, damit die Missionare dort ihre Arbeit tun können. So Jesus, who exactly should I be concerned with? Also Jesus, um wen soll ich mir denn so Sorgen machen um mich herum? So Jesus told everybody a story. Und dann erzählte Jesus allen eine Geschichte. And he said, there was one time a man that was living a really careless life. Und dann sagte Jesus, okay, es gab einen Mann, der lebte ein wirklich rücksichtslos sorgenfreies Leben. He wasn't really doing much with what he had been given. Er tat nicht wirklich was mit dem, was ihm gegeben war. In fact, he was spending most of his weekend going to bars and partying at clubs. Er verbrachte seine meisten Wochenenden damit, auf Partys und in Clubs zu gehen. Right? He was wasting his life and he wasn't being very responsible. Er hat sein Leben vergeudet. Er war nicht sehr verantwortungsvoll. One Friday night, this man got really drunk. Und ein Freitagnacht war richtig betrunken. And he came out of the club Und er kam aus so einem Club and he was stumbling to the next bus stop. und er wankte Richtung Bushaltestelle. And in front of him, there was a group of men. Und vor ihm war so eine Gruppe Männer And the group of men started laughing at him. und sie machten sich lustig über ihn. And he told the group of men to shut up. Und er sagte ihnen, sie sollen Klappe halten. And the group of men came over to him and beat him until he was almost dead. Und dann kamen aber diese jungen Männer zu ihm und schlugen ihn zusammen, bis er fast tot war. They stole his wallet, stole his phone, Sie stahlen seinen Geldbeutel, sein Telefon and they left him there bleeding on the ground. und sie ließen ihn blutend liegen. And on Saturday morning, there were people that started coming into the city. Und am Samstagmorgen fingen Leute an, in die Stadt zu kommen. There was a really pious Christian that had been in faith for many, many years. Und am Anfang kam so ein richtig frommer Christ vorbei, der viele, viele Jahre im Glauben war. And he saw this man as he was walking into the city. Und er sah diesen Mann, als er in die Stadt hineinlief. The man was there to buy bread and wine because his church was going to celebrate communion the next morning. Dieser fromme Mann war auf dem Weg in die Stadt, um Brot und Wein zu kaufen für die Abendmahlsfeier in seiner Kirche am nächsten But he Vormittag. didn't stop to help the man Aber er hat nicht angehalten, um zu helfen. because this man was a Christian and he didn't want to get himself dirty. Weil dieser Christ wollte nicht schmutzig werden, wollte sich nicht beschmutzen. And the Christian thought, this is a really irresponsible person. Und er dachte sich, eigentlich ist das eine ziemlich unverantwortliche And Person. this is exactly the consequence you get if you live in sin. Das ist genau die Konsequenz eines sündenvollen Lebens.
So I'm going to let somebody else deal with the Soll problem. sich jemand anders drum kümmern. I don't have enough time. Ich habe nicht genug Zeit. And then some young people from a local youth group walked by. Und dann liefen ein paar junge Leute aus einer lokalen Jugendgruppe vorbei, aus einer Kirche. But they were blind to the man who was hurting. Aber sie waren blind für diesen Mann, der in Schmerzen da Because lag. they spent their whole time looking down at their cell phone checking Instagram. Weil sie die ganze Zeit Instagram-Posts gecheckt haben auf ihrem Handy und ihn gar nicht wahrgenommen haben. And then a few minutes later, a pastor from a different church walked by. Und ein paar Minuten später kommt ein Pastor einer anderen Gemeinde da vorbei. He had been in the city counseling with somebody. Er war in der Stadt gewesen und hatte seelsorgerliche Gespräche geführt. And he prayed with someone. Hatte mit jemand gebetet. But then he remembered, I need to get some things ready for the church service on Sunday. Aber dann ist ihm eingefallen, dass er für den Sonntagvormittags Gottesdienst noch dringend was fertig machen muss. So he was on his way back to the church. Also war er auf dem Weg zurück zur Gemeinde And he didn't have enough time. und hatte nicht genug Zeit. So he passed the man. Also ist auch er vorbeigelaufen. And then there was a Muslim refugee. Und dann kam ein muslimischer Flüchtling. And this man saw the person who was hurting. Und der Mann sah diesen Mann, der in Schmerzen da lag. And it was this refugee that had lived with so much pain in his life. Und dieser Flüchtling, der selbst mit so viel Leid in seinem Leben umgehen musste, He saw this man. sah diesen Menschen. And he knew what it was like to hurt. Und er wusste, was es bedeutet, wenn es weh tut. So he went to the man. Und er ging hin And he stopped. und er hat angehalten And he picked the man up. und er hat ihn aufgehoben. And he walked him to a bench. Er hat ihm zu einer Parkbank geholfen. And he gave him his food that he had brought from his house that morning. Und er gab ihm das Essen, was er dabei hatte von zu Hause. And he gave the man his water bottle. Und er gab ihm seine Wasserflasche. And he called for an ambulance. Und er hat den Krankenwagen angerufen. And he let this man call his roommate with his really old cell phone. Und er gab sein altes, klappriges Handy diesem Verletzten, damit er seinen Mitbewohner anrufen And kann. when the ambulance arrived, the refugee rode with him to the hospital. Und als der Krankenwagen ankam, fuhr der Flüchtling mit bis ins Krankenhaus. And he made sure everything was okay. Und er hat sich gekümmert und sichergestellt, dass alles in Ordnung And ist. before he left the man, Und bevor er gegangen ist, he took all the rest of the money that he had with him hat alles, was er an restlichem Geld bei sich hatte, genommen and he put it on the table und hat es ihm auf den Tisch so gestellt that ins the man Krankenbett, didn't have to try to walk home, damit dieser Mann nicht nach Hause laufen but muss, that the man could take a taxi back. sondern sich ein Taxi nach Hause nehmen kann. And then Jesus asked the people in the cafe, tell me, which person showed just with their actions that they cared for the hurting man? Und dann fragte Jesus die Leute im Café, wer hat mit seinen Handlungen bewiesen, dass er sich um seinen Mitmenschen kümmert? And the engineer replied, Und der Ingenieur antwortete, the Muslim refugee. der muslimische Flüchtling. And Jesus said, okay, I want you to go and treat people in your society the exact same way. Und Jesus sagte, okay, dann möchte ich, dass ihr die Menschen in eurer Gesellschaft um euch herum in derselben Art und Weise behandelt. You know, at the end of the parable of the Good Samaritan, Am Ende dieser Parabel vom barmherzigen Samariter Jesus is not asking the Samaritan who he thinks is his neighbor. ist es nicht der Samariter, der gefragt ist, hey, wer ist dein Mitmensch, wer ist dein Nächster? Okay, he's asking who was the neighbor of the half-dead man lying on the road. Sondern Jesus fragt den, der neben der Straße lag, wer ist dein Mitmensch, wer ist dein Nächster? Now, I'm sure if you asked that man who was half dead on the road, who is your neighbor? Und ich bin mir sicher, wenn du den fragst, der neben der Straße lag, wer ist dein Mitmensch, wer He ist would dein go, Nächster? The Samaritan. Dann wird er auf den Samariter zeigen. Even though I've been told my whole life I should hate this man, he treated me great. Dieser verletzte Jude würde sagen, obwohl ich mein ganzes Leben lang gelehrt wurde, ihn zu hassen, er ist mein Nächster. Er hat mir geholfen. And I'm so glad he did. Und ich bin froh, dass er es getan hat. Because I could have died there. Denn ich hätte hier sterben können. At the end of this parable, Jesus tells the lawyer, go and do likewise. Am Ende der Geschichte sagt Jesus dem Gesetzesgelehrten, geh und tue es genauso. You know, this is also a command for us today. Das ist übrigens auch eine Anweisung an uns heute. I want us to think about this. Lasst uns mal kurz darüber nachdenken. If the people who are around you every day in your life, Wenn die Menschen, die dich jeden Tag umgeben in deinem Leben, if they were asked, who treats you the most as a neighbor? wenn man die fragen würde, wer behandelt euch am meisten als den Nächsten, als Nachbar, als Mitmenschen, Would they list your name? würden die euren Namen nennen? This is something I really had to think about myself. Da musste ich drüber nachdenken, selbst über mein Leben.
Because in this story that I wrote, Denn in dieser Geschichte, die fiktiven Geschichte, die ich gerade geschrieben habe, I'm the pastor. bin ich der Pastor, wirklich. Several months ago, I was going to be preaching here. Vor einigen Monaten war ich dabei, mich aufs Predigen hier vorzubereiten. And I was in the city. Und ich war in der Stadt. I had a great conversation with somebody there. Hatte ein gutes Gespräch mit jemandem dort. Prayed with them. Habe mit der Person gebetet. Did all the holy things that you're supposed to do. Habe die ganzen heiligen Dinge getan, die man als Pastor so tun soll. Felt really good about myself. Habe mich richtig gut gefühlt. And I remembered there's something that I was supposed to do to get things set up for Sunday morning. Aber dann fiel mir ein, dass ich noch was ganz Wichtiges vergessen hatte, für Sonntagvormittag There's a aufzusetzen. little bit more work I need to do in Dass my ein office. bisschen mehr Arbeit noch im Büro auf mich wartet. So I started coming back to the church. Und so fing ich an, Richtung Gemeinde zu laufen. And there was a person I had to walk by Und dann bin ich an einer Person vorbeigegangen, who was very clearly in need of some help. die ganz klar Hilfe brauchte in dem Moment. And in my mind, Aber in meinem Kopf I've got to get back and I've got to get this work done. wusste ich muss zurück und ich muss meine Arbeit fertig machen, So that we have a really nice time Damit together wir- here in this room. damit wir diesen Gottesdienst Sonntag früh machen können und dass es gut läuft. I had really good excuses. Aber ich hatte richtig gute Ausreden. There's tons of people on the street today. Es sind Tausende von Menschen auf der Straße. Somebody else is going to help this Jemand person. anderes wird schon Sure. helfen. And so I kept walking. Und so bin ich weitergelaufen. And I started reading this story. Und dann fing ich an, diese Geschichte zu lesen. And I started studying about what I really wanted to say and how I felt God was leading me. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was will ich heute denn wirklich Wichtiges sagen? Wohin führt Gott diese Predigt? And I had to take a moment and repent. Und ich musste wirklich einen Moment nehmen, mich rausnehmen und Buße tun. Lord, please forgive me for the times that I think that what I have to do is way more important than your creation that's hurting. Gott, bitte vergib mir für all die Male, wenn ich gedacht habe, dass etwas, was ich tun muss, wichtiger ist als deine Schöpfung, die in Schmerzen daliegt. Have you ever asked yourself why Jesus told this story? Habt ihr euch jemals gefragt, warum Jesus diese Geschichte erzählt hat? This could have been a really, really short story that we see in the Bible. Das hätte eine ganz kurze Bibelgeschichte sein können. It could have been a lawyer stood up and said, Jesus, who's my neighbor? Das hätte so sein können. Ein Gesetzesgelehrter stand auf und sagte, wer ist mein Nächster, wer ist mein Mitmensch? And Jesus answered and said, everyone, the end. Und Jesus hätte gesagt, jeder, Ende. But that's not what he does. Aber das tut er nicht. He tells this story. Er erzählt diese Geschichte. He's trying to get people to really look at their lives. Er versucht, Menschen zu zwingen, sich selber und ihre Leben anzuschauen. He's not just showing us that we should care for people, although that's 100% correct. Er zeigt uns nicht nur, dass wir uns um Menschen kümmern sollen, auch wenn das 100% korrekt ist. He's also confronting this us versus them mentality. Er konfrontiert unsere Wir gegen sie Haltung. This us versus them is really easy to fall into at times. Es ist sehr einfach, in dieses die anderen und wir Muster reinzufallen. In the Old Testament, the Jews lived very insulated lives. Im Alten Testament lebten die Juden ein sehr, sehr isoliertes Leben. Different rules, different customs, different religions. Sie hatten different religion. andere Regeln, andere Bräuche, andere Religion. What they were not allowed to wear, what they could. Was sie anziehen durften, was nicht. And so if you were going to come into them, you had to change a lot of things on the outside first. Und wenn du dazugehören wolltest, musstest du zuerst sehr, sehr viel an dir äußerlich schon mal ändern. Right? You had to accept their ways and their sacrifices and their customs. Du musstest die Art, wie sie Dinge tun, annehmen, ihre Bräuche, ihre Opfergaben. Circumcision for men. Männer mussten sich beschneiden Right? It lassen. was all about this outside look. Es gab diesen Katalog für äußerlich Sichtbares. To be a part of the us group, you've got to look like us first. Um zu uns dazu zu gehören, musst du erst aussehen wie wir. And in the New Testament, we're shown something different. Aber das Neue Testament zeigt uns was ganz Neues. We're shown we're not supposed to live in an insulated world, in an insulated life. Wir sehen, dass wir nicht mehr isoliert leben sollen. Right? Everyone's invited into the family of God, Jeder ist eingeladen, zur Familie Gottes dazu zu gehören. just as they are.
so wie sie sind. At this point in their lives. So da, wo sie in ihrem Leben im Moment stehen. We invite them as they are. Wir laden sie ein, so wie sie sind. And we leave it in the hands of God that they will be changed after they come to Him. Und wir lassen es in den Händen Gottes als Aufgabe, sie zu verändern, nachdem sie zu ihm gekommen sind. In Acts chapter 1 verse 8 it says, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and Judea and Samaria and then to the ends of the earth." In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, und ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. So we're told we're going to receive power. Also uns wird versprochen, wir werden Kraft empfangen Through the Holy Spirit. durch den Heiligen Geist. And the first place you're supposed to start being my witness is in your city, right where you live. Und dort, wo wir anfangen sollen, diese Kraft einzusetzen zum Zeugnis, ist da, wo wir leben, in unserer Stadt. I think we could also read it like this. You'll receive power when the Holy Spirit comes on you, and you'll be my witnesses in Ulm and Baden-Württemberg and Germany and then to the ends of the world. Wir können es auch so lesen. Du wirst Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, und du wirst mein Zeuge sein in Ulm, Baden-Württemberg, in Deutschland und bis an die Enden der Welt. Another thing here is that Jesus is showing us who you naturally think your enemy might be is not your enemy. Und Jesus versucht uns auch hier klarzumachen, hey, das, was du denkst, wer dein Feind ist nicht dein Feind. Paul writes later, our fight is not with flesh and blood. Der Apostel Paulus schreibt später, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen andere Menschen, It's a spiritual fight. sondern es ist ein geistlicher Kampf. The people who are outside of our corner, of our religious corner, are not our enemies. Die Menschen, die nicht zu unserer geistlichen Gruppe, zu unserem religiösen Eckchen gehören, sind nicht die Feinde. Our enemy is the devil, Der Teufel ist der Feind, not our society. nicht die Gesellschaft. I don't think there should be any Christian who's content with a worldview that allows us to sit back and watch most of the world lying half dead in the road. Es sollte keine Christen geben, die sich zufriedenstellen mit einem Weltbild, das ihnen erlaubt, sich zurückzulehnen und ihr Leben zu genießen, während fast die Hälfte der Menschheit am Wegesrand zugrunde geht. Jesus came to reconcile people to God through people who themselves have been reconciled Jesus to God. kam, um Menschen mit Gott zu versöhnen, durch Menschen, die bereits mit Gott versöhnt sind. All right, so as we end, what do we do? So, was tun wir damit? Where do we start? Wo fangen wir an? How can we best serve our society? Wie können wir unserer Gesellschaft am besten dienen? 4 things I have written down here, fairly simple. 4 Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, sind ziemlich einfach. The first thing is this, I would say, love where you are planted. Die erste Sache ist, liebe dort, wo Gott dich eingepflanzt hat. I love Ulm. Ich liebe Ulm. I love this region. Ich liebe diese Gegend hier. I love it. Ich liebe es. My mind's not thinking about somewhere else to be or to live. Meine Gedanken sind nicht an einem anderen Ort, wo ich gerne lieber wäre. I love our city. Ich liebe unsere Stadt. There's no other place I want to live. Ich möchte nirgendwo anders leben. Why? Warum? Because God placed me here. Weil Gott mich hier hingepflanzt So hat. I'm going to love where God has put me. Ich werde diesen Ort lieben, wo mich Gott I think hingestellt a hat. heart to serve our city begins with a heart that loves our city. Und ein Herz, das der Stadt dient, beginnt damit, dass dein Herz diese Stadt liebt. It's something I've seen in life. Und es gibt etwas, was ich in meinem Leben gesehen habe. You rarely serve something or someone that you don't love. Selten dienst du selbstlos etwas, das du nicht liebst. You see this in marriages. Das sieht man in Ehen. Right? There's a lot of marriages that aren't very loving. Es gibt leider viele Ehen, die nicht sehr liebevoll sind. Why? Warum? Neither person will serve the other one. Keine Person ist bereit, der anderen zu dienen. And you won't serve what you don't love. Aber du dienst auch nicht, wenn du nicht liebst. We see that with God. We see that with God. Das sehen wir auch mit Gott. Right? If we love Him, we will serve Him. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir Gott dienen. And I think it's the same for our community. Und in unserer Gesellschaft und der umgebenden Gemeinschaft ist es genauso. If we say we love the area that God has put us, we will serve that area. Wenn wir sagen, wir lieben diese Gegend, in die uns Gott reingestellt hat, dann werden wir ihr auch dienen. The key to loving where you are in life Der Schlüssel
zu lieben, wo du im Leben bist, is to love where you are right now ist in life. zu lieben, wo du im Leben bist. The second thing I would say is this. Und das Zweite, was ich sagen möchte, We need to live a life fully surrendered to wir God. müssen ein Leben leben, das vollständig Gott That hingegeben we're ist, obedient to His call. wo wir gehorsam seinem Ruf sind. Go into all the world, Er hat gesagt, geht hin in alle Welt right? And live as a neighbor. und lebe wie ein Mitmensch, wie ein Nächster. We're called to serve. Wir sind berufen zu And let dienen. me tell you, there's a lot of platforms in this church where you can serve right now. Und in dieser Kirche gibt es so viele Plattformen, so viele Dienste, die es dir ermöglichen, zu dienen. And not just platforms that are here now, but platforms that are being built to be able to serve in the future. Und da geht es nicht nur um die wir gerade haben, sondern auch die wir im Moment aufbauen, um weiter raus dienen zu können. Why? Warum? Because we love our city Weil wir diese Stadt lieben. and we want to serve our Und society. wir wollen unsere Gesellschaft dienen. Look, I am a home team fan. Ich bin ein Home-Team-Fan. All right? I am going to support everything my team does. Ich werde alles unterstützen, was mein Team tut. Mosaic Church is my team. Mosaik-Kirche ist mein Team. I'm going to serve here. Ich werde hier dienen. I'm going to pray for this church. Ich werde für diese Gemeinde I'm going to beten. pray for our city. Ich werde für unsere Stadt beten. I'm going to support the vision that we have. Ich werde die Vision unterstützen, die I wir hope that's haben. all of us. Und ich hoffe, dass es uns allen so geht. Third thing I would say, Die dritte Sache, die ich sagen möchte, we need to live with our eyes open. wir müssen mit offenen Augen leben. That we see people the way Jesus sees them. Dass wir Menschen sehen in einer Art und Weise, wie Jesus sie sieht. That we don't just see them, but then we think, how can we serve them? Dass wir sie nicht nur sehen, sondern auch wahrnehmen und uns fragen, wie kann ich dieser Person dienen? If the worship team wants to come up front. Das Lobpreisteam nach vorne kommen möchte, bitte. I was thinking about the story I heard of Mother Teresa. Mir fällt eine Geschichte ein, die ich von Mutter Teresa gehört habe. She was walking through the streets one day, Sie lief eines Tages durch die Straßen von Kalkutta and she had a group of very important people with her. und sie hatte eine Gruppe sehr wichtiger Menschen bei sich. They had there were some businessmen there, and there were some world leaders. Also es waren Geschäftsleute und politische Leiter. And as they were walking, she saw this man in front of her, Und als sie liefen, sah sie so einen Mann vor sich and he was bleeding, und er blutete and he had sores on his face. und er hatte blaue Flecken im He Gesicht. was very poor, Er war sehr arm, didn't have on very good clothes. er war nicht besonders gut angezogen. And she ran over to him and wrapped her arms around this man. Und sie rannte zu ihm und umarmte ihn. And she said, "There he is, I found him." Und sie sagt, da ist er, ich habe ihn gefunden. And the people came to her and said, "Who is it? Who did you find?" Und die Leute, die bei ihr waren in der Gruppe, kamen nach und fragten, wer ist das, wen hast denn du gefunden? And she said, "Can't you see? It's Jesus." Und sie sagte, könnt ihr nicht sehen, es ist Jesus. She said in the New Testament, Jesus tells you, "Whatever you've done to one of the least of these, you've done it unto me." Sie erklärte ihnen, im Neuen Testament sagt uns Jesus selbst, was immer ihr auch einem der Geringsten tut, habt ihr mir getan. Let me ask you this. If all of us made the decision today Lasst mich die Frage stellen, wenn alle sich heute dafür entscheiden würden, that we say, "I am going to love my city where God has planted me in an amazing way," dass wir sagen, okay, ich verpflichte mich dazu, meine Stadt, in die mich Gott hineingestellt hat, in einer wundervollen Art und Weise zu lieben. I'm going to obey God. Ich werde Gott gehorchen. I'm going to go into the world where He's put me. Ich werde dort in die Welt hineingehen, wo er mich hingestellt And hat. I'm going to serve. Und ich werde dienen. And I'm going to love people like they were my neighbor. Und ich werde Menschen lieben, als ob sie meine Nächsten And if wären. we all walk through our daily lives saying, "I want to see people as Jesus sees them," Und wenn wir alle durch unseren Alltag gehen würden mit dem Anspruch, Menschen zu sehen, wie Jesus sie sieht, can you imagine what kind of change that could könnt ihr bring? euch vorstellen, was für eine Veränderung das in unsere Gesellschaft bringen würde. I think we would be amazed at the change that would happen right here. Ich glaube, wir wären überwältigt von der Veränderung, die wir genau hier sehen würden. There's one last thing I think it would be good for all of us to do. Ein letztes, was ich glaube, das gut für uns alle wäre. Right? We love our city. Wir lieben unsere Stadt. Right? We know the need. Wir kennen ihre We see Bedürfnisse. the people. Wir sehen die Menschen. But I think the fourth thing that every one of us needs to do is make sure that we live
taking a look in God's mirror. Aber ich glaube, wir alle sollten noch was Viertes tun, nämlich regelmäßig einen Blick in Gottes Spiegel zu werfen. That we go to Him. Dass wir vor ihn treten. We allow Him to look at our lives. Dass wir Gott erlauben, unsere Leben zu inspizieren. And reflect back what needs to change inside of us. Und dass er uns zurückspiegelt, was in uns sich verändern muss. I think a lot of times when we read stories in the Bible, we want to put ourselves in the place of the hero of the story. Oft, wenn wir die Bibel lesen und in den vielen Geschichten, sind wir versucht, uns in die Rolle des Helden der jeweiligen Geschichte zu So we hear packen. the story of David and Goliath, and of course we're David. Und wenn wir zum Beispiel die Geschichte von David und Goliath lesen, dann sind wir natürlich David. Right? We want to be David. Wir wollen David sein. But do we ever think, the way I'm living, am I really more like Goliath right now? Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, so wie ich im Moment lebe, bin ich vielleicht eher Goliath? Am I more like Saul and his pride? Oder bin ich eher wie Saul in der Geschichte und sein Stolz? Am I more like David's brothers who are going, get out of here, you can't do anything anyway? Oder bin ich eher so ein entmutigender Bruder Davids, der gesagt hat, komm, schau, dass du hier wegkommst und störst nicht? So today, I think it would be good for every one of us to kind of take a look in kind of a metaphorical mirror. Und ich glaube, heute wäre es wichtig, dass wir kommen und einen Blick in diesen metaphorischen Spiegel werfen. And we ask ourselves the following question. Und dass wir uns folgende Frage stellen. If I'm being honest with myself, Wenn ich ehrlich mit mir selber bin and if I'm being honest before God, und wenn ich vor Gott ehrlich bin, who am I in this story of the Good Samaritan? wer bin ich in dieser Geschichte des barmherzigen Samariters? I say I want to serve, Ich sage, ich will dienen, but am I really the priest and the Levite in this story? aber bin ich nicht eher der Priester oder der Levit in dieser Geschichte? Do I go out of my way not to do something? Mache ich einen großen Bogen um Bedürftiges? Do I really care about the people in our society? Mache ich mir wirklich Gedanken über die Menschen in der Gesellschaft? Or maybe you can really honestly look and say, hey, I'm like this Samaritan here. Oder du kannst sagen, ja, ich bin wie der Samariter hier. You know, I am ready and willing, and in fact, I'm already doing it. I'm serving people where I see them. Ich bin bereit, ich bin willig. Nein, ich diene sogar schon immer Menschen, wo ich Bedürfnis sehe. Or maybe if you were being honest, you would say, I'm really more like the man who was beaten and left half dead on the road. Oder du schaust hin und sagst, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich der zusammengeschlagen im Straßengraben liegt. I know there's things in my life that shouldn't be there. Ich weiß, dass da Dinge sind in meinem Leben, die da nicht hingehören. And I may not be physically at the point of death, but I am spiritually at the point of death. Und vielleicht bin ich nicht körperlich tödlich verletzt und liege im Straßengraben, aber vielleicht bin ich es geistlich. Here's the thing, no matter where you are, Egal wo du bist, God is here today. Gott ist hier heute. He wants to meet you exactly where you are. Er will dir dort begegnen, wo du im Moment bist. He wants to give you the strength Er möchte dir die Kraft geben and the love und die Liebe and the grace und die and the Gnade mercy und die Güte, to do what he has sent you to do. um dir zu ermöglichen, zu tun, wofür er dich gesandt hat. He's ready to heal whatever it is that you feel like is killing your life. Er möchte alles heilen, von dem du das Gefühl hast, dass es dein Leben erschlägt. I would like to ask